Hallo zusammen, schön, dass ihr mit mir wandern wollt heute. Ich bin heute an der Silbermühle im Eggegebirge und wandere zum Eggeturm. Na, dann kommt mal mit, auf geht's! Da es in den letzten Tagen hier ordentlich geregnet hat, ist hier natürlich eine Menge Wasser unterwegs. Der Silberbach ist gut gefüllt. Das sieht wirklich toll aus. Hier ist jetzt auch schon die Silbermühle zu sehen, die ich euch einmal ein bisschen näher zeigen möchte. Wir gehen jetzt gleich einmal dorthin. Auf der linken Seite sieht man einen großen Biergarten, zumindest sind hier im Frühjahr, Sommer ordentlich Tische und Stühle aufgestellt. Auf der rechten Seite ist der See zu sehen. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man da im Strandkorb sitzt, seinen Kaffee trinkt oder eine Kleinigkeit zu essen bekommt. Hier war einmal das Mühlrad, was jetzt nicht mehr existiert. Und noch einmal ein Blick von hier oben auf den Biergarten und im Hintergrund sieht man auch einen schönen Spielplatz für Kinder. Hier nochmal einen schönen Ausblick auf den See, bevor es dann gleich losgeht zum Eggeturm. Natürlich findet man hier auch überall Wegweiser, wo man sich gut dran halten kann. Ja, der starke Wind hat anscheinend so einige Bäume umgehauen. Hier wurde aber auch viel abgeholzt. Immer wieder schön mit dem Silberbach. Allerdings war der Weg durch den vielen Regen auch matschig. Hier ein bisschen holzig, also viel Natur. Ja, und dann ging es so langsam nach oben. Es ging steil bergauf. Hier nochmal ein Blick ins Tal hinein. Da unten fließt der Silberbach. Ich musste natürlich noch immer weiter nach oben. Natürlich waren auch ab und zu Hinweisschilder zu sehen.
Und hier bei dem steinigen Weg ist es vermutlich passiert. Mein rechter Schuh war kaputt, die Sohle halb abgerissen, beziehungsweise lose. Es war gar nicht einfach, dort weiter zu wandern. Dazu kam auch, dass immer mehr Bäume im Weg lagen und ich einmal eine Abkürzung gehen wollte, bin querfeldein gegangen. Das war schon ziemlich heftig. Dann habe ich aber endlich den Eggeturm erreicht. Und nach einer kurzen Pause bin ich dann hochgegangen. Hier gibt es 2 Etagen, aber wenn, dann geht man natürlich gleich nach oben, denn dort ist auch die beste Aussicht, obwohl das Wetter nicht so gut war, dass man wer weiß wie weit sehen konnte. Aber ich fand, der Blick war doch sehr schön. Überall waren so kleine Tafeln angebracht, wo man sehen konnte, was man dort in der Ferne sieht, wie hier zum Beispiel die Velmers Tod, wo ich ja auch schon ein Video von habe. Dann der Schiedersee. Allerdings bei dem Nebel und diesigem Wetter konnte man ihn nicht sehen. Hier eine große Spanplattenfabrik. Und der Hermannsdenkmal ist natürlich auch da, den man auch erkennen konnte. Und dann ging es auch schon wieder nach unten. Ich hatte ja noch einen guten Weg vor mir. Allerdings habe ich hier noch nicht geahnt, wie schwierig er sein wird, denn es waren gewaltige Felder, nur mit Bäumen übersät, die kreuz und quer lagen und der Weg gar nicht mehr zu erkennen war. Da war ich so geschafft, dass ich die Strecke gar nicht gefilmt habe. So, eine kleine Pause und dann geht es weiter Richtung Silbermühle und zum Auto. Und hier ist auch gut der defekte Schuh zu sehen. Wie gesagt, das Laufen war nicht gerade einfach. Dieser Baum, das ging alles noch, war noch harmlos. Aber die großen Felder, wo ich rüber marschieren musste, wo Bäume teilweise 2-, 3-fach übereinander lagen, habe ich dann gar nicht mehr gefilmt, weil ich hatte Mühe, da überhaupt mich durchzukämpfen. Hier noch einmal Bänke, die ich aber nicht genutzt hatte, weil ich einfach nur noch nach unten wollte. Mit so einem kaputten Schuh ist das halt nicht so einfach. Was man hier sieht, ist noch der harmloseste Teil.
Darunter befindet sich der Weg, der eigentlich frei ist und wo man bequem hergehen kann, aber dieses Mal halt nicht. Bäume über Bäume, teilweise dreifach übereinander. Das war schon ein Kampf, darunter zu kommen. Nach einer langen Zeit sah ich dann endlich ein Schild Silbermühle, 1 Kilometer. Da war ich natürlich froh, das bald geschafft zu haben. Und da bin ich wieder an der Silbermühle gelandet. Und dann nur noch ab zum Parkplatz. Nochmal ein kurzer Blick zum Silberbach und damit darf ich mich von euch mit ein paar schönen Bildern verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich natürlich auch über jedes Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.